Hey ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Classic. Und die Server sind mal wieder leer. Witzig, denn die letzten Tage, wenn ich so mal raufgeschaut habe, waren sie deutlich mehr gefüllt. Und jetzt will man mal ein Video machen und dann ist keiner mehr da. Natürlich. Wo sind die Bots, wenn man sie mal braucht, oder? Na gut, gucken wir mal, ob der Kollege hier noch drin ist in der Schlacht oder nicht. Ansonsten wird das hier eine ziemlich einsame Sache. Aber gut, die Accounts wurden wieder zurückgesetzt und ich habe auch schon so ein bisschen mal reingeguckt. Ansonsten hätte ich ja auch kein Level Up gehabt. Und was soll ich sagen? Die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe nach dem Zurücksetzen, ja, die war jetzt keine so angenehme. Denn ich habe halt nicht direkt am ersten Tag Warum hat ein Neuling 50% Schutz gegen Smokey? Alles klar. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist völlig normal. Ja, natürlich. Ich sehe da kein Problem. Das war früher in Tanky auch so. Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern, ihr habt angefangen und dann hatten die Leute schon direkt 50% Schutz? Ja, das war so. Das war so. Ich werde der Grund sein, warum er hier ein Level Up bekommt. Boah. Also so macht das keinen Spaß. Aber gut, darauf wollte ich hinaus. Ich habe nicht am ersten Tag angefangen, Tanky Classic zu spielen, nachdem die Accounts zurückgesetzt wurden, sondern halt, ich weiß nicht, 1 oder 2 Tage später. Und die einzige Schlacht, die da wirklich gut gefüllt war, ja, da waren natürlich die Leute schon weit über mir, vor allem die Gegner. Und da hat sich wieder eine Sache gezeigt. Wer früh anfängt und ansonsten keine Hobbys hat und den ganzen Tag nur spielen kann und dann direkt beispielsweise dann mit Railgun in so eine Schlacht reinkommt, der kriegt die ganzen Anfänger mit einem Schuss weg. Das ist wirklich sehr, sehr toll gewesen. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe für dieses Level Up über eine halbe Stunde gebraucht und es war kein Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an den Kollegen. Der hat jetzt sein Level Up nur durch mich bekommen. 50% Schutz. 50% Schutz. Das kann man sich nicht ausdenken. Und der hat gerade erst angefangen. Jo, alles klar. Na klar doch. Ja, wir gehen raus. Also das ist die Tanky Classic Erfahrung. Ansonsten gab es noch andere Sachen. Also ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die Schlachten, die es gibt, die sind halt einfach unfair. Leute, die zu spät reinkommen, haben dann das große Glück, anders kann man es nicht beschreiben. Das große Glück haben sie, gegen Leute antreten zu dürfen, die halt schon deutlich weiter sind. Und entsprechend schwer gestaltet sich das Ganze auch, gegen diese Leute irgendwie antreten zu können. Also im Großen und Ganzen nicht sonderlich schön. Aber wie der auf 300 Kristalle kommen konnte, weiß ich auch nicht, wenn er gerade erst angefangen hat. Naja, was soll's. Aber gut, okay. Ja, es ist, wie es ist. Der hat hier einfach schon alles, was man braucht. Herzlichen Glückwunsch. Dann eine weitere Sache, die aufgefallen ist, wie man hier auch sehen kann. Das ist die neue Meta, könnte man sagen, die sich hier etabliert hat. Gut, hier kann man das jetzt nicht so toll sehen, ja, aber gut, das kann man schon sehr gut sehen. Railgun ist halt einfach mal super. Vor allem, wenn du da noch 50% Schutz hast gegen Smokey, dann macht es erst recht Spaß. Also dagegen kann man nichts sagen. Als Gegner, da gehst du aus einer Schlacht raus, je nachdem wie lange die dauert, gehst du einfach aus der Schlacht raus mit 100 Kills. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Du haust da einfach jeden kaputt. Jeden Gegner, der gerade erst anfängt. Und jetzt stellt euch mal vor, also okay, man muss auch dazu sagen, so eine Testphase ist natürlich auch dafür da, ja, zu schauen, was läuft denn schief, was können wir vielleicht in Zukunft besser gestalten. Hoffen wir mal, dass das dann auch tatsächlich so umgesetzt wird. Aber so erstmal grundsätzlich, nicht wahr? Irgendwelche Fehlentwicklungen kann man dann halt entsprechend korrigieren und dann halt schauen, dass das irgendwie in Zukunft besser läuft. Aber das ist halt etwas, was mir aufgefallen ist. Ja, die Meta war dann einfach okay.
Ja, wir machen jetzt hier einfach auf Insel Wasp Firebird, so wie früher, leveln uns da gegenseitig hoch, damit wir alle schön unsere M3-Sachen bekommen können und dann können wir erst richtig anfangen zu spielen. Ja, Leute, die halt so in irgendeine Schlacht reingehen, die werden dann halt natürlich komplett dominiert. Also im Grunde wie in Tanky Online jetzt. Auch schon der Fall, wenn man Legende wird, ja, den Rang Legende erreicht und dann wird man da einfach komplett auseinandergenommen und so ist es jetzt hier auch in Tanky Classic. Und hier ist es natürlich umso härter, wenn du wirklich, wie gesagt, gerade erst anfängst, du hast nicht viel Auswahl, was die Schlachten angeht und ja, dann hast du halt Leute mit M3, die im gegnerischen Team sind. Und dann sollst du irgendwie versuchen, mit deinen M0-Sachen genug Erfahrungspunkte zu sammeln, damit du auch irgendwann mal vielleicht M3 bekommst. Ja, ich weiß nicht. Vor allem jetzt hier auch sowas. Was soll ich denn gegen solche Leute machen? Ja, was soll ich denn gegen solche Leute machen? Und das ist das Einzige, was sich hier gerade für mich ergibt. Das ist nicht gerade viel. Das ist ehrlich gesagt nicht gerade viel. Nicht viel Auswahl und vor allem nicht viele Gegner auf meinem Level. Okay, jetzt kann man sagen, du hast dir die falsche Uhrzeit ausgesucht, Pech gehabt. Ja, eine Möglichkeit. Ja, gar keine Frage. Aber trotzdem, das ist das, was man hier so sieht. Ja, wunderbar. Und es macht ja jetzt keinen großen Unterschied, wenn ich jetzt hier irgendwann später reinkomme und die Schlachten sind deutlich gefüllter. Ja, was bringt mir das, wenn dann trotzdem von den ganzen Gegnern 90% M3 haben und nicht hier mit M1 gerade mal rumfahre? Ja, ich krieg doch nichts hin. Und das hat, wie gesagt, bis zu diesem Level, ja, hat es schon einiges an Zeit gebraucht, weil du hast es halt einfach schwieriger. Du musst irgendwie die ganzen EP sammeln. Und wie willst du das machen, wenn die Gegner einfach viel, viel besser sind? Du kannst halt nur hoffen, dass du irgendwo mal einen Glückstreffer landest oder vielleicht durch Unterstützungen deine EP bekommst. Ja, aber mehr auch nicht. Ja? Im Einzelkampf hast du keine Chance gegen solche Leute. Und das sind, wie gesagt, die einzigen Gegner, die man halt hier hat. Und du musst es halt natürlich auch aus einer Perspektive sehen, Leute, die später anfangen. Und es ist ja, wenn der Early Access, der eigentliche Early Access dann startet und die Testphase vorbei ist, haben ja die Leute, die direkt anfangen, einen massiven Vorteil gegenüber den Leuten, die erst das Spiel anfangen können, wenn es dann auch tatsächlich offiziell draußen ist. Und dann kommen also einige M0-Spieler rein, ja, die dann begrüßt werden mit Schlachten, wo die Leute M3 haben. Und dann sollen sie gegen diese Leute kämpfen. Auf der anderen Seite haben es die Leute natürlich deutlich einfacher, die ihre Garage bereits schon mit M3 aufgefüllt haben. Ja, man sieht also natürlich, er hat auch seine Versorgungsgegenstände aktiviert. Insofern habe ich noch weniger Chancen, aber selbst ohne könnte ich da halt einfach nichts machen. Ja, und wie gesagt, das ist dann halt die normale Erfahrung. Ich hoffe, dass das nicht die normale Erfahrung bleiben wird, wenn das Spiel dann tatsächlich mal rauskommt, offiziell für alle zugänglich. Aber wenn es so ist, dann ist das natürlich echt traurig. Ja, das Leveln dauert deutlich länger, weil du halt keine EP bekommst durch Gegnerkillen. Das funktioniert einfach nicht. Ja, was soll ich denn hier noch sagen? Schaut euch das an. Ich bin hier einfach der Kleinste. Und kämpfe hier gegen Leute, die nicht nur mit Versorgungsgegenständen rumfahren, sondern auch mit deutlich besserer Ausrüstung. Der haut mich mit 3 Schüssen weg. Das ist wirklich hart. Das ist wirklich hart. Und da war ich halt kurz davor, ja, muss ich ehrlich gestehen, nach meiner ersten Spielerfahrung, nach dem Zurücksetzen der Accounts, dachte ich mir, alles klar, ich bin schon viel zu spät dran. Ja, es lohnt sich jetzt hier nicht anzufangen, weil die Leute einfach schon viel, viel weiter sind. Also setze ich wieder aus. Naja, was ich eigentlich damit ausdrücken will, ist, wenn das so bleibt, dann wird man einfach Spieler automatisch aus diesem Spiel rausekeln, weil dann nur der elitäre Kreis, der sonst nichts anderes zu tun hat, außer Tanky Classic zu spielen, hier seine Freude haben wird. Und der Rest, ja, tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber der Rest ist einfach Kanonenfutter. Punkt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und wie lange man das halt mitmachen will als Spieler, ja, das hängt dann von einem selber ab. Aber ich dachte, ich gebe dem Ganzen jetzt hier noch mal eine Chance. Was man
vielleicht in Erwägung ziehen könnte, weil die Accounts werden doch sowieso zurückgesetzt. Man sieht ja jetzt schon, alles klar, die Menge der Leute, die wir hier haben, die Anzahl der Schlachten, die wir hier haben, reicht nicht aus, um Spielern auf jedem Rang oder auf jedem Niveau genug Auswahl zu geben an Schlachten. Nein, es gibt 1, 2, 3 Schlachten, auf die man halt angewiesen ist, in die man muss. Und wenn man Pech hat und da halt einfach mit M0 reingeht, weil man gerade angefangen hat und der Rest hat M3, ja, dann hat man halt tatsächlich Pech gehabt. Vielleicht kriegt man dann irgendwann sein Level-Up zustande, vielleicht findet man auch eine Schlacht, wo man das eventuell ein bisschen einfacher hat. Oder natürlich wie früher, Wasp Firebird auf Insel und dann so lange das Ganze machen mit Freunden, bis man dann tatsächlich seine M3-Ausrüstung hat, um dann normal spielen zu können. Ist das aber sinnvoll, das so zu machen? Nein, denke ich nicht. Ja. Aus Spielersicht kann man dagegen nicht viel machen. Man muss halt mit dem leben, was es hier gibt. Wie gesagt, ich hoffe, Fehlentwicklungen werden dann gesehen und entsprechend auch versucht zu korrigieren. Ob das gelingt, das weiß ich doch nicht. Ja, das hängt auch nicht von mir ab. Aber aus meiner Sicht als Spieler ist das halt einfach nur traurig. Ja, jetzt mal abgesehen von der, nicht vorhandenen Masse an Spielern, ja, aber von dem, was ich hier so erlebe, wenn man ein bisschen zu spät reinkommt in das Ganze und die Gegner schon deutlich weiter sind, macht das halt umso weniger Spaß. So, ist halt nun mal so, ja. Wenn die Spielerbasis klein bleibt, dann hast du halt natürlich auch entsprechend wenige Leute auf deinem Niveau, auf deinem Anfängerniveau mit M0 und M1-Ausrüstung, weil der Rest M3 hat. Okay, man hat ja vor, die Abstände zwischen M0 und M3 zu verkleinern, ja, dass da nicht mehr so eine große Diskrepanz entsteht, was so die Stärke angeht. Ja, ob das jetzt so weit hilft, keine Ahnung. Muss man halt gucken, wie weit man da runtergehen will. Aber jedenfalls das, was es gerade gibt, das ist für mich jetzt als Spieler, ja, nicht gerade schön. Ja, nicht gerade schön. Weil es gibt halt einfach Sachen, die haben sich jetzt hier entwickelt. Wenn du siehst, oh cool, da ist eine Schlacht mit vielen Leuten, die gerade erst angefangen haben, dann nimmst du deine Railgun und dann haust du jeden weg. Dann machst du deine 100 Kills in der Runde und freust dich, holst dir viele Kristalle ab als Belohnung, ja. Natürlich EP sind auch mit dabei und du hast es viel einfacher und der Rest kann sehen, wo er bleibt. Ja, so ist es dann nun mal. Gut, ich wollte noch auf was anderes hinaus. Ach so, genau. Zum Thema, wir sind ja in der Testphase. Es wird ja sowieso alles zurückgesetzt. Warum kann man nicht dann einfach das Ganze um den Faktor 10 erhöhen? Ein Kill, eine Flagge, was auch immer, gibt dir das 10-fache. Das Leveln wird deutlich einfacher. Von mir aus natürlich die Kristalle auch um 10 erhöhen, ja, um den Faktor 10. Das 10-fache einfach an Kristallen bekommen. Warum? Ja, dann hat man selbst die Chance, wenn man direkt anfängt, ja, irgendwie dennoch relativ flott an sein Equipment zu kommen, was man braucht. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, aber dann die Gegner ja auch. Ja, jeder, der gerade erst angefangen hat, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vor dir, hat ja dann auch auf einmal plötzlich M2, M3 Sachen. Ja gut, wenn du dann der Letzte bist, der anfängt, dann ist es egal, ob die Leute halt viel, viel schneller gelevelt haben, weil alles mit mal 10 multipliziert wird oder weil die halt schon 3 Tage vor dir angefangen haben. Das ist ja für den, der als letztes anfängt, so oder so egal. Ja? Aber nichtsdestotrotz, wenn man halt irgendwo dann wenigstens seine Unterstützungen bekommt, man muss ja nicht die Person selber killen, ja, es reicht ja schon einfach dann einen Assist zu bekommen. Wenn das halt wenigstens reichen würde, um dann halt auch schneller zu leveln, ja, dann kommst du so oder so an deine M2, M3 Ausrüstung, die du halt nun mal brauchst, um bestehen zu können. Guckt euch das doch an. Ja? Ist halt nun mal so. 22,12 hat der Kollege hier. Abgesehen davon, dass er auch noch hier natürlich mit Versorgungen rumfahren muss, weil das natürlich hier entsprechend ganz sinnvoll ist, ja? Weil man das braucht gegen Leute, die hier mit M1 und M0 rumfahren. Klar, nicht jeder hat das hier so. Nicht jeder ist so ein Trottel wie ich und spielt zu wenig Tanky Classic, um hier mithalten zu können. Ja, aber es tut mir leid, ja. Ganz ehrlich, ich habe doch keine Lust, jetzt in so einer Testphase so aktiv zu spielen, dass ich hier irgendwie Platz 1 werde in der Gesamtwertung aller Spieler, als erstes hier irgendwie alles am 3 bekomme, damit ich dann
ein relaxtes Leben in Classic habe. Nur damit die Accounts dann wieder 2 Wochen später zurückgesetzt werden oder so. Naja, gut. Soll jeder selber wissen, was er mit seiner Zeit anfängt, aber mir ist es zu schade und so als Gelegenheitsspieler merke ich einfach, ich kriege einfach hart auf die Fresse. So wie hier. Ja? Anders kann man es nicht sagen. Anders kann man es nicht sagen. Und, naja, gut. Ich glaube, jeder weiß, was passiert, wenn man mit einem Spiel anfängt und es macht einem keinen Spaß. Ja, man hört auf. So ist nun mal die Realität. Aber gut, okay. Es ist leicht zu meckern, ja. Lösungen muss man liefern. Ja, ich habe jetzt das gesagt, was ich sagen wollte. Wie gesagt, man könnte vielleicht hier in der Testphase, um mehr Spieler zu halten, um zu gucken, ob das alles irgendwie ein bisschen aufgeht, ja, mit dem, was man sich vorgestellt hat, kann man ja wenigstens alles um den Faktor 10 erhöhen. Jeder kriegt 10-mal so viele EP. Oder man gibt den Leuten gleich alles M3. Was weiß ich. So. Weil es ist sowieso die Testphase, das ist völlig egal. Ja, was bringt dir das? Das wird sowieso alles zurückgesetzt. Und das mehr als einmal. Naja, gut. Ihr merkt, ich bin da ein bisschen sauer, frustriert. Weil es halt einfach keinen Spaß macht. Ich habe 1,17, ja, das ist eine ganz gute KD. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe 20 Punkte gemacht. Das ist auch nicht schlecht. Das muss man erstmal hinbekommen, so viele Punkte zu machen. Das ist wirklich geil. Also ganz ehrlich, würde ich jetzt hier keine Videos machen, ich hätte sofort aufgehört. Es wäre nur schade um das Geld gewesen, ja, was ich hier natürlich gegeben habe, um überhaupt Zugriff zu bekommen. Tja, gut. Es ist, wie es ist. Ich mache das Ganze hier jetzt noch zu Ende. 3 Minuten geht der Spaß noch. Aber mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Vor allem, du wirst halt dann wirklich von Leuten begrüßt, die auf einmal 50% Schutz haben gegen dich. Du spielst mit M0 gegen M3-Spieler und die haben auch noch 50% Schutz gegen dich. Und da reicht ja Smokey. Du brauchst ja nichts anderes. Jeder fängt hier mit Smokey an. Sobald du Railgun hast, sobald du 50% Smokey-Schutz hast und alle Leute hier mit Wasp rumfahren, hast du das einfachste Leben, was du dir vorstellen kannst an einem Spiel. Wie gesagt, du musst es dafür nur am ersten Tag anfangen und ansonsten halt keine Hobbys haben. Ja? Einfach den ganzen Tag nur Tanky Classic spielen, solange bis du dir deine M3-Ausrüstung holen kannst. Und dann haust du alle weg. Punkt. So. Ich bin durch. Also ihr merkt, dieses Spiel macht mir sehr viel Spaß. Ja. Ey, was soll ich denn dazu noch sagen? 1,19 habe ich. Das ist cool. Selbst der Rekrut beim gegnerischen Team hat mehr Kills als ich. Ey. Ja. Aber gut, stellt euch mal vor, es würde jetzt hier einfach alles mit mal 10 multipliziert werden. Ich hätte statt 24 Punkte auf einmal 240. Also statt 24 EP hätte ich dann auf einmal, ja, 240 EP mehr oder wie viel auch immer. Das ist völlig egal. Ja, aber ich wäre natürlich deutlich schneller an meinem Ziel, hier irgendwie mithalten zu können. Ach, ich weiß auch nicht weiter. So. Ich will mich auch nicht jetzt die ganze Zeit aufregen, aber ja, was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich dachte mir zuerst, oh cool, die Accounts wurden zurückgesetzt, wunderbar. Jetzt hat jeder ungefähr einen fairen Start. Und dann kommst du 1-2 Tage zu spät rein und denkst dir so, ja, super. Jetzt bin ich schon komplett zurückgeblieben. Nicht nur im Kopf, sondern auch im Spiel. Ah. Ja, was willst du machen? Ey, wirklich, meine erste Schlacht, die mich begrüßt hat, ja? Da war einfach im gegnerischen Team einer mit Railgun und der hat jeden, der reingekommen ist, mit einem Schuss weggehauen. Ohne Versorgungsgegenstände. Hat schon gereicht. Ja, für alle Leute, die halt nur mit Wasp M0 rumfahren. Ja, und dann hatte er am Ende der Schlacht 100 Kills. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbare Sache. Und ich habe 1,22. Das ist meine KD. Einen einzigen Gegner habe ich abschießen können. Und 23 Mal bin ich selber gestorben. Ist das nicht schön? Wenn man so hier reinkommt, einfach mal ein bisschen das Spiel genießen will und einfach gar keinen Fortschritt macht. Und wie gesagt, nur als EP-Futter für die Gegner dient. Weil mehr ist man nicht. Ja?
Mehr ist man nicht. Was willst du gegen solche Leute machen? Vor allem, wenn die auch noch 50% Schutz gegen dich haben. Das ist super. Wer hat denn nicht auf so einem Rang 50% Schutz? Ey, wirklich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin hier null vorangekommen. Ja, mit dieser Leistung, die ich gebracht habe, ist das auch kein Wunder. Und dann gibt es Leute, die haben schon gefühlt 100.000 EP in diesem Spiel. Ich habe 800. Das muss man erstmal hinbekommen. Wie gesagt, die Leute sollen mit ihrer Zeit machen, was sie wollen. Und wenn sie sich sagen, ich spiele den ganzen Tag nur Tanky Classic, ja, dann ist das ja in Ordnung. Mir macht es halt einfach nur keinen Spaß. Wenn ich hier die einzigen Möglichkeiten habe, hier an Schlachten, die mir einfach gar nichts bringen. Punkt. Naja, jetzt kann man halt hoffen, wie gesagt, mit der Masse an Spielern, die vielleicht kommt, ja, könnte es vielleicht besser werden. Wer weiß. Gehe ich davon aus? Ja, keine Ahnung. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich bin gleich so kaputt mit den Nerven. Wirklich. Ich bin einfach fertig. Ich bin einfach fertig. Ich habe keine Lust mehr. Ja, ich habe keine Lust mehr auf so einen Müll. Es macht keinen Spaß. Und wisst ihr, ich habe auch keine Lust, stundenlang Wasp Firebird auf Insel zu spielen mit irgendeinem anderen, nur damit man hier dann irgendwann, nachdem man dann seine Sachen im 3 hat, dann ganz normal Tanky Classic spielen kann. Und dann werden die Accounts wieder zurückgesetzt und ich darf den ganzen Mist von vorne anfangen. Ja. Ja, aber wie man als Rekrut irgendwie schon 50% Schutz haben kann gegen Smokey, weiß ich auch nicht. Also das, es gibt Sachen, weißt du, Classic ist immer für Überraschungen gut. Das hat sich jetzt hier gezeigt. Ja, ist doch wirklich toll. Das ist wirklich toll. Ich möchte gar nicht wissen, was meine richtige KD ist. Jetzt komplett. Die muss so im Keller sein. Ich möchte dem Spiel ja gerne eine Chance geben, aber... Ja, aber so wird das halt nun mal nichts. Alter. Gut, okay, man kann sagen, du kannst einfach nicht spielen. Das ist dein Pech. Ja. Hier, du kannst sehen, Rekruten sind besser als du. Neulinge sind besser als du. Ja, das ist dein Problem, dein persönliches Problem und nicht das Problem vom Spiel. Okay. Dann bin ich halt einfach nicht gemacht für Classic, ja. Dann gehöre ich einfach zu dieser auserwählten Minderheit, die es einfach nicht hinbekommt, so ein Spiel zu spielen, die zu blöd ist dafür. Ja, kann schon sein, natürlich. Ja, vielleicht ist es so. Vielleicht bin ich einfach zu unfähig. Vielleicht kapiere ich einfach nicht, wie man dieses tolle Spiel im Early Access spielt. Ja. Möglich ist es. Vielleicht, wenn ich etwas schlauer wäre, dann würde ich bestimmt auch irgendwie Railgun-Schüsse aushalten von Leuten mit M3. Ja. Das kann gut möglich sein. Ich müsste einfach nur besser denken. Dann wäre ich nicht One-Shot. Ja. Hätte ich jetzt nur mal nachgedacht. Dann hätte er mich nicht mit einem Schuss weggehauen. Ja? Ich hätte einfach nur richtig spielen müssen. Oh Mann, ey. Warum hat der eigentlich keine 50% Schutz? Jetzt kann er sich 50% holen. Der Nächste, der durch mich sein Level up bekommt. Einfach, weil ich zu unfähig bin. Ich habe aber wieder 26 Punkte gemacht. Das ist doch gut, oder? Ja. Das ist gut. Also, wenn ich jetzt in jeder Schlacht 26 Punkte mache, dann bin ich vielleicht bis Weihnachten dann bei 1500 EP. Vielleicht habe ich dann mein nächstes Level up. Mal gucken. Ja? Vielleicht werden ja auch zwischenzeitlich wieder die Accounts zurückgesetzt. Dann bin ich vielleicht 2030 in der Lage, irgendwie hier mithalten zu können. Mal schauen. Ja, ihr seht, es macht mir einfach null Spaß. Was soll ich denn dazu noch großartig sagen?
Ach, Mann, Mann, Mann. Aber ihr guckt euch das ja an. Das ist ja noch schlimmer. Ich muss das ja machen. Weil ihr gerne Tanky Classic guckt. Ah. Ihr wollt mich leiden sehen, ja? Gut, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, warum ihr euch das hier anschaut. Ihr wollt mich einfach leiden sehen. Anders kann ich mir das nicht erklären, ja. Wenn man dann halt irgendwann mal die Sachen M2 und M3 hat, ja, dann fängt es ja auch an, Spaß zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das Durchhaltevermögen habe, bis zu diesem Punkt zu spielen. Wenn, wie gesagt, alles genauso abläuft, wie jetzt auch zu sehen ist. Da habe ich keine Ahnung, ob ich wirklich so lange gewillt bin, zu spielen. Sobald jetzt hier jemand mit Railgun ankommt, zack, dann bin ich wieder weg. Na gut, jetzt bin ich sowieso weg. Was soll ich denn gegen den hier machen? Okay, er sieht mich nicht. Sehr gut. Wunderbar, vielen Dank. Aber der da? Ja, super. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, das war's. Ja, macht keinen Spaß. Es macht einfach so keinen Spaß. Jetzt hat er wieder alles. Der Typ bekommt durch mich allein schon 1 Million EP. Oh, da ist der nächste Neuling drin. Na, der kann sich ja auf irgendwas gefasst machen. Der geht gleich wieder raus. Der sieht das hier und denkt sich, nee, danke. Ach, der hat schon 0,2. Eieiei. Ah, Mann, Mann, Mann. Tja. Nee, ich weiß nicht, was... Ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen soll. Außer, gut, dass ich wieder abwarte, bis die Accounts zurückgesetzt werden, ja. Und solange spiele ich ein bisschen, aber ansonsten... Ich fühle mich einfach selber wie ein Bot, ja. Ich fühle mich einfach selber wie ein Bot. Ich versuche hier irgendwas, aber ich krieg nichts hin. Ey, ein Schuss, ne? Ein Schuss. Hat schon gereicht. Ja, also wirklich, es ist traurig, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe. Hätte der Zugang 5 Euro für mich gekostet, ja okay, hätte ich gesagt, na gut, die 5 Euro, was soll's. Aber ich habe ja schon ein bisschen mehr gezahlt, damit ich die nötigen Tankcoins zusammenbekomme. Ja. Naja gut, und dann hörst du oder liest halt so Aussagen wie, ja, man kann ja vielleicht gucken, dass man die Abstände ein bisschen verkleinert zwischen den einzelnen M-Stufen, ja, dass das nicht so einen großen Unterschied macht. Und dann siehst du das und denkst dir, ja, ey, ihr könnt die Unterschiede auch komplett auf 0 machen. Ja, dann würde es vielleicht Spaß machen. Aber so macht das halt einfach 0 Spaß. Ey, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Wenn die Leute mit sowas ankommen. Ja, und der schießt mit... Wirklich. Wirklich. Ich muss alles geben, was ich habe, um irgendjemanden vernichten zu können und der kommt einfach an. Zack, zack, zack. Ein Schuss weg, ein Schuss weg. Zack, zack, zack. So, und das war's. Boah. Naja, ich hoffe jedenfalls, man wird das Ganze hier sehen, wie die Schlachten ablaufen und dann gucken, dass man das vielleicht ein bisschen besser gestaltet für Leute, die halt einfach zu wenig spielen. Ja, aber ansonsten, Mann, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
Boah. Ich bin ja schon sehr überrascht, dass ich hier 75 Punkte gemacht habe. Naja, aber wie gesagt, wenn die Leute halt natürlich hier... Ja, ihr könnt es doch sehen. Ja, wer hier entsprechend dominiert. Ja, der Neuling auch, ne? Alle sind besser. Alle sind besser als ich. Vielleicht habe ich einfach nur wirklich großes Pech, ja? Ich bin einfach zu unfähig für das Spiel. Ich kann nicht denken. Ich bin immer in den schlechtesten Positionen, die man sich vorstellen kann auf der Karte. Ja, immer wenn hier die Leute so ankommen. Vielleicht liegt es daran. Andere haben einfach mehr Glück. Ja, das kann schon sein. Oder haben mich als Gegner. Dann kriegt man natürlich auch entsprechend Punkte. Ja, ihr seht, ich bin einfach fertig. Ja. Dieses Spiel hat mich einfach gebrochen. Anders kann ich das nicht betiteln. Dann kommt hier... Natürlich, er kann mich auch wegdrücken. Na sicherlich kann er das. Warum denn auch nicht? Dürfte ich auch vielleicht irgendwelche Boxen bekommen? Dürfte ich vielleicht auch mal Versorgungen einsammeln? Dürfte ich hier vielleicht irgendetwas? Das regt mich gerade richtig auf. Ich kann rumstehen und ich mache wahrscheinlich mehr Punkte als das, was ich hier mache. Jeder Bot, bevor das hier zurückgesetzt wurde, hat mehr Punkte gemacht als ich. Ja, es macht keinen Spaß, Alter. Es macht keinen Spaß. Und das Schlimme ist, das ist ja das Einzige, was du hier hast. Das ist ja die einzige Schlacht, wo irgendwas ist. Das hier. Wie lange soll ich bitte spielen, um hier auch M2 und M3 zu bekommen? Alter Falter, ey. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja, wunderbar. Mit einem Schuss bin ich weg. Äh, 3 Minuten noch. 3 Minuten. Nicht schlecht. Der Neuling, ja, der hat wenigstens schon 4 Kills gemacht. 5, Entschuldigung, 5 hat er gemacht. Ja, der ist genauso wie ich. Aber er hat bestimmt Motivation, die mir jetzt gerade fehlt. Das macht den Unterschied. Ja, und der Kollege hier, woher hat er die ganzen Versorgungsgegenstände? Wie kann man so viel Glück haben? Wie kann man den Rang haben und so viel Glück haben? Die ganze Zeit hier mit vollen Gegenständen rumfahren. Ah, Mann. Ja, also wie gesagt, wenn Classic so bleiben sollte, wie es ist, auch nach der Testphase, ja, dann würde ich es auch nicht spielen wollen. Ja, tut mir leid, aber so ist es nun mal. Ich gebe dem Ganzen trotzdem jetzt immer wieder eine Chance. Ich begleite das Ganze hier dennoch aktiv, auch wenn mich das hier einfach mental komplett fertig macht. Alter, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Und jetzt, bitte, guck doch mal. Ich brauche noch 1000 EP. Entschuldigung, ich brauche noch 500 EP. Ich habe gerade mal 1000. Ja. 500 fehlen mir noch, damit ich das nächste Level kriege. Das wird mir aber nicht viel nützen. Ja, aber der hier, ey, der regt mich am meisten auf. Der regt mich wirklich am meisten auf. Hat M0, aber geht hier brachial ab. Naja, zum Glück haben wir verloren. Ja. Herzlichen Glückwunsch. 460 Punkte. Nicht schlecht. Ich habe gerade mal so 100 gemacht. Ja, aber wie gesagt, was bringt mir das alles? Ja, was bringt mir das alles? Tja. Kann ich mir davon jetzt irgendwas holen? Nein. Für Smokey M2 muss ich noch deutlich mehr spielen.
Bringt mir das was? Nee. Eigentlich bräuchte ich halt Railgun oder sowas. Und selbst hier. Ich brauche schon mindestens M2. Aber bis dahin werde ich nicht kommen. Und das ist halt nun mal schade. Weil mir einfach wirklich, ja, ich kann es nicht anders sagen, mir fehlt einfach die Motivation. Tja. Und dabei habe ich schon Premium, ne? Na gut, das soll es für heute gewesen sein. Eine halbe Stunde wundervolle Tanky Classic Action. Hier habt ihr mich gesehen, wie ich versucht habe, irgendwas zu machen. Weit bin ich nicht gekommen, ja. Aber ich habe jetzt einfach mal das gesagt, was mich stört. Ja, das war sehr viel. Man könnte jetzt denken, mich stört alles. Naja, das ist vielleicht nicht richtig. Ja, kann ich doch jetzt schon wieder vergessen. Vielleicht kann ich ihn ja klauen. Vielleicht kann ich ihm ja einfach einen Kill klauen. Nein, kann ich nicht. Tja. Gut. Also, es macht einfach für mich keinen Spaß. Ja. Wenn man so schlecht ist wie ich, dann muss man halt damit leben. Ne? Aber ihr könnt ja sehen, es liegt nicht am Spiel, es liegt einfach an meiner Spielweise. Es liegt einfach an mir. Das Spiel macht alles schon super. Es ist halt nur, wie ich spiele. Das ist verkehrt. Ja? Und deswegen ist man so schlecht. Ja, also nehmt euch kein Beispiel an mir. Ja? Spielt einfach besser. Guckt euch einfach an, wie die anderen spielen und macht es denen nach. Oder ihr hofft einfach, dass ihr mich als Gegner habt. Dann kriegt ihr ganz schnell den letzten Rang. Ja, das geht ganz einfach. Seht ihr mich? Okay, dann geht ins Gegnerteam. Und dann habt ihr automatisch 100 Kills. Ohne Probleme. So, gut. Ich bin fertig. Macht's gut. Ciao.